Wer macht die Stadt? Hm. Na, vielleicht muss ich als Architekt antworten, weil das bin ich ja schließlich, und von der architektonischen Sicht aus gesehen mache ich es natürlich Städteplaner, aber die Frage ist, wodurch werden Städteplaner geleitet? Und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, weil zum einen gibt es natürlich politische Grundtendenzen, was weiß ich, vielleicht ist man in den letzten 10 Jahren geht es in Richtung Ökologie, Naturschutz und so weiter. Vor 30, 40 Jahren ging es eher in Richtung die verkehrsgerechte Stadt. Das heißt, zum einen machen das natürlich Trends, Tendenzen, die einfach global vorherrschen, denen sich viele Gruppen dann natürlich unterordnen müssen. Da gehören alle dazu, die Architekten, die Bürger, die Planer, die Genehmigungsbehörden. Die Frage ist eigentlich eher, wie kann man in der Stadt intervenieren? Oder wer kann intervenieren? Können das jetzt Politiker, die jetzt bestimmen wollen und sagen, okay, wir wollen jetzt relativ schnell in eine andere Zukunft steuern? Oder sind es Planungsvorgaben, also das Planungsreferat zum Beispiel, die einfach vor allem durch Leitlinien oder auch durch Regeln das eindämmen? Und ich glaube aber, dass es in Wirklichkeit eben darum geht, dass wieder eine genügend große Masse zusammenkommt, die einen neuen Schub gibt, die wirklich groß genug ist, einen neuen Trend zu setzen, weil ich glaube, nur große Trends können die Stadt wirklich verändern. Und ich sehe in den letzten 30, 40 Jahren eigentlich einen ziemlichen Stillstand in der Städteplanung, weil es ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Man versucht permanent durch pseudo-ökologische Eingriffe die Stadt ein bisschen lebenswerter zu machen. Aber wenn man sieht, was sonst passiert ist die letzten 2 Dekaden, dann ist die Veränderung im Stadtraum, das Bewusstsein, was den Stadtraum anbelangt, also was Vernetzung anbelangt, was Austausch anbelangt, was Open Source Aktivitäten anbelangt, einfach minimal. Und da ist in der Stadt eigentlich sehr wenig passiert. Und deswegen glaube ich eben, das machen nicht die Politiker, das machen nicht Planungsreferate, sondern die Stadt wird im Endeffekt von ein paar Individuen angeregt werden, Impulse bekommen, die dann dazu führen können, dass sich in der Stadt wirklich was verändert. Wir haben natürlich jetzt im Modebereich sehr, sehr starke Veränderungen oberflächlich. Da funktioniert es auch immer, aber in der Architektur, im Stadtbild selber, in der Stadt ist es wesentlich komplizierter, weil die Stadt insgesamt ein unglaublich träger Haufen ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Stadt eigentlich von ein paar privaten Leuten gemacht wird. Dazu gehören vielleicht sogar Bauträger. Ich glaube, wir brauchen auch auf der ausführenden Ebene wieder Leute, die die Verantwortung übernehmen, die eben die Stadt nicht nur als Investitionsobjekt sehen, sondern die sagen zum Beispiel als Bauträger, gehe ich über die übliche Gewinnmaximierung hinaus und versuche auch einen Beitrag für die Stadt zu leisten. Und das gilt eigentlich für alle Themen. Wir müssen davon wegkommen, statt nur als ökonomischen Organismus zu sehen, sondern wir müssen einfach verstehen, dass Stadt eigentlich nichts anderes ist wie der Versuch, einen Ort für einen angenehmen, angenehmen Lebensinhalt zu schaffen. Und das Gleiche gilt natürlich für Architekten. Auch Architekten müssen vielleicht ein bisschen zurückstecken, was den wirtschaftlichen Erfolg anbelangt und was vielleicht manchmal sehr einfach ist, auf einen Modetrend aufzuspringen und dann halt diese und jene Fassade zu bauen. Sie müssen vielleicht ein bisschen sich zurückziehen, sie müssen vielleicht kleine private
Labors bauen, wo wieder über Stadt nachgedacht wird, wo man eigentlich wieder selbst versteht, welche Wurzeln hinter Stadt und hinter Leben stehen. Und das gilt eigentlich für jeden Lebensbereich. Das Gleiche könnte ich auch für Planungsreferate zeigen. Das Ganze ist extrem routiniert, sehr professionell, sehr abgesichert, vielleicht zu sicher. Aber wir müssen unbedingt, meine ich, auch auf der Planungsebene, auf der rechtlichen Ebene ausloten, ob diese Grenzen, die uns gesetzt werden und die wir uns natürlich auch selber setzen, diese Beschränkungen, die immer enger werden, ob das denn das eigentliche Ziel sein kann für den Stadtraum von morgen. Also ein Beispiel, das mir immer einfällt, ist, dass in der Architektur zurzeit, und das gilt auch auf der rechtlichen Ebene, eines der wichtigsten Themen das barrierefreie Bauen ist. Jetzt bin ich ja natürlich nicht gegen barrierefreies Bauen, weil es natürlich sinnvoll ist, auch ältere Menschen mit einzubeziehen. Aber das kann nicht die Grundthematik sein. Das ist ein Teil, das dazugehört, aber es ist kein Ziel für Stadtplanung von morgen. Und wir müssen einfach uns, glaube ich, wieder Ziele setzen. Wir müssen einfach nicht nur schauen, wo wird man gestört, wo wird man behindert, was kann man nicht machen, sondern wir brauchen auch ein bisschen Experimente. Wir brauchen vielleicht tatsächlich Räume, die freigegeben werden, also wirkliche Experimentierzonen, in welchen man die nächsten 20 Jahre oder vielleicht für einen gewissen Zeitraum Sachen machen kann, die man eigentlich gar nicht denken kann zurzeit, weil sie nicht durchsetzbar sind. Und dazu braucht es eine ganze Reihe von Leuten auf allen Ebenen, vom Mathematik bis zum Physiker, bis zum Schauspieler, bis zum Künstler, die da mitwirken und die eventuell für solche Experimentierzonen zur Verfügung stehen.